Hallo Maggie, hallo Martin, schön, dass ihr beiden da seid. Und zwar, um was geht es heute hier? Ich möchte gerne ein paar Fragen zu Planeo stellen. Was macht Planeo aus und warum sollte man sich hier vielleicht bewerben? Martin, Maggie, wollt ihr vielleicht mal ein bisschen was über euch erzählen? Klar, gerne. Wir sind Planeo, eine Search- und Content-Marketing-Agentur. Wir wurden gegründet 2017. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin. Ja, ich bin Martin, ich bin auch Mitgründer und für den Operations-Bereich verantwortlich. Dann haben wir noch den Matthäus, der heute nicht mit dabei ist, der auch Mitgründer und Geschäftsführer ist bei uns. Wer von euch ist der Kreative und der Organisator? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass wir sehr unterschiedlich sind von unseren Eigenschaften und von unseren Stärken her und dadurch uns aber auch sehr gut ergänzen. Wenn du jetzt fragst, wer ist der Organisator, dann würde ich wohl oder übel sagen Maggie. Die ist einfach die strukturierteste von uns und hat den besten Gesamtüberblick über das Unternehmen und über die einzelnen Themen. Matthäus ist bei uns der Kreative. Er ist sehr vielseitig interessiert, beobachtet den Markt ganz genau, ist auf vielen Events unterwegs und kriegt dort sehr viel mit. Er ist auch sehr kommunikativ und ist deshalb auch viel auf Fachkonferenzen unterwegs, auf Networking-Events. Martin ergänzt unser Trio dadurch, dass er sehr langjährige Personalerfahrungen hat, eben auch durch schon vorherige Arbeitgeber, der sehr kommunikativ ist und empathisch und ganz genau weiß, wie er sich auf jeden einzelnen Typ Mensch einstellen muss. Und wofür seid ihr drei verantwortlich im Unternehmen? Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir alle Kundenkontakt haben, also größere Kunden auch betreuen. Und aufgrund unserer Eigenschaften, ganz klar Matthäus, dass er eben das Eigenmarketing macht. Er ist also sehr stark, wie Maggie schon gesagt hat, auf Fachkonferenzen unterwegs, publiziert sehr viel in Fachmagazinen und ist eigentlich so für den Hauptanteil der Kunden verantwortlich bei uns. Und wir zusätzlich noch, dass Maggie hat so ein bisschen die Hand auf die Finanzen und Controlling oben drüber und die Verantwortung für das SEO-On-Page-Team und für das SEA-Team. Und bei mir liegen die Verantwortlichkeiten für den HR-Bereich, für das Redaktionsteam und für das Off-Page-Team. Warum habt ihr denn Planeo gegründet? Wir hatten alle unterschiedliche Arbeitgeber vorher gehabt und haben dort unterschiedliche Dinge gelernt. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir die Chance hatten, uns da zu entwickeln und Verantwortung frühzeitig übernommen bekommen zu haben. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade in den letzten Jahren sich starke Veränderungen bezüglich der Arbeitswelt und der Mitarbeiter sich viele Dinge verändert haben und der Anspruch dort ein anderer geworden ist und dass größere Unternehmen Probleme haben, sich dort anzupassen und sich den Weg mitzugehen. Und da war unser Ziel und unser Wunsch, eine Agentur zu gründen, die für Mitarbeiter eine Wohlfühlatmosphäre schafft, wo Leute gerne zur Arbeit kommen, die zufrieden sind und sich auf die Mitarbeiter einstellen. Gleichzeitig aber auch den Anspruch eines Dienstleisters gerecht werden und Servicequalität und Professionalität unseren Kunden gegenüber gerecht werden und da eine Kombination daraus zu schaffen. Ja, einen Punkt, den ich noch gerne ergänzen würde, ist das Thema Arbeitszeit. Wir haben viele junge Mütter und Väter bei uns im Unternehmen, die flexibler arbeiten müssen, die vielleicht auch mal von zu Hause aus arbeiten möchten. Auch das möchten wir gewährleisten und meine persönliche Vision ist, dass ich die Winter über nicht mehr in Deutschland arbeiten muss. Das ist jetzt noch nicht möglich, aber hoffentlich in ein paar Jahren und auch das möchten wir dann für alle Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Was ist euch persönlich wichtig bei Planeo? Am einfachsten lässt es sich zusammenfassen in unseren Werten. Das ist zum einen Transparenz, Innovation, Qualität, Partnerschaft und Zufriedenheit. Das spiegelt schon genau das wider, was uns wichtig ist. Wie seid ihr auf diese Werte gekommen? Das war tatsächlich eins der ersten Themen, an denen wir gearbeitet haben, als wir entschieden haben, Planeo zu gründen. Haben uns damals mit den ersten Mitarbeitern zusammengesetzt, häufig auch bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Jeder durfte aufschreiben, was einem wichtig ist, was er vielleicht nicht gut findet an einem Arbeitgeber. Und dann haben wir das alles zusammengetragen und ein großes Brainstorming, Mindmap daraus gemacht und dann sind eben genau diese 5 Werte daraus entstanden. Wie schafft ihr es, die Werte im Unternehmen zu implementieren? Wir haben verschiedene Themen, wie wir das umsetzen wollen. Zuerst ist eigentlich, wenn ein Mitarbeiter bei uns neu anfängt, dann hat er innerhalb der ersten Woche eine Werteschulung. Das heißt, da wird dann einer von uns, setzt sich mit dem Mitarbeiter zusammen, erklärt die Werte, wie sind sie entstanden und wie sollen sie in der Praxis auch umgesetzt werden. Dann haben wir im monatlichen All Hands, das heißt, da kommen alle Mitarbeiter zusammen. Hier präsentieren immer 2 Mitarbeiter praktische Beispiele. Das heißt, wo haben Sie die Werte erlebt oder gelebt im vergangenen Monat? Dann haben wir halbjährliche Feedbackgespräche. Hier haben wir Bewertungskriterien anhand der Werte. Das heißt, die Mitarbeiter werden gemessen oder bewertet, wie sie die Werte im Unternehmen umsetzen. Dann haben wir natürlich auch hier überall im Büro die Werte verteilt. Das heißt, also an Türen, an den Wänden kleben überall die Werte auch so, dass schon eine starke Präsenz da einfach vorhanden ist. Und abgesehen von der Agentur, in einem Satz, für was steht Planeo? Da kann man wahrscheinlich den Slogan ganz gut nehmen, People and Expertise Combined. Und wie seid ihr darauf gekommen? Auch das haben wir zusammen mit allen Kollegen ausgearbeitet. Wir waren zusammen auf einem Offsite und haben dort in einer Arbeitsgruppe daran gearbeitet, wofür wollen wir stehen, wie kann man das am besten in einem Claim kurz und prägnant zusammenfassen. Was macht euer Team besonders?
dass man schon sagen kann, dass die Werte sehr stark von den Mitarbeitern gelebt werden und dass uns das ja sehr stolz macht, dass das so umgesetzt wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke, dass wir ehrlich und eine offene Kommunikation haben, die man eigentlich in allen Bereichen sehr stark spürt. Das sehr toll ist, dass die Mitarbeiter ein hohes Interesse haben, sich fachlich und persönlich weiterentwickeln zu wollen. Also da sehr ehrgeizig, sehr hinterher. Dass wir mittlerweile ein sehr hohes Bewusstsein haben für ein gesundes Arbeiten und Leben, das auch zu kombinieren, dass wir eigentlich immer mehr Nachhaltigkeit auch schaffen, jetzt in der Firma zu implementieren. Also ein Bewusstsein für die Umwelt und für die Themen drumherum zu schaffen. Was braucht Planeo, um vollkommener zu werden? Also wer passt zu uns, wer sollte sich hier bewerben? Wir brauchen marketingbegeisterte Mitarbeiter, Kollegen. Wir suchen Leute, die eine Leidenschaft für das Thema haben, Online-Marketing, die sich vielleicht privat auch schon damit auseinandergesetzt haben, vielleicht auch schon kleine Projekte mal selber aufgesetzt haben und ausgetestet haben, was so geht in den einzelnen Kanälen. Wir suchen Leute, die selbstbewusst sind und auch Leute, die einfach die Werte vertreten, die wir selber vertreten. Ich denke auf jeden Fall noch eine Portion Humor sollte auf jeden Fall der einzelne Mitarbeiter mitbringen. Ich denke, wir haben schon viel zu lachen hier immer und da sollte er auf jeden Fall auch für offen sein. Und ganz wichtig für mich natürlich persönlich, sollte ein Eisliebhaber sein. Er muss gerne Eis essen. Wir haben ein volles Eisfach und das muss geleert werden. Ja, da kann ich nur sagen, ich habe früher kein Eis gegessen, jetzt esse ich jeden Tag eins. Sehr schön. Super, da wären wir schon fertig mit unserem Interview heute. Danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei gehabt und hoffen wir, dass sich ganz, ganz tolle Leute bei uns dann bewerben daraufhin.